Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute stelle ich dir unseren Content Planner vor, mit dem du deine Beiträge bequem an einem einzigen Ort vorplanen kannst. Hier sehen wir die Hauptansicht mit allen Posts der aktuellen Woche. Anhand der Farbe am Rand kannst du den Status erkennen. Grün ist zum Beispiel veröffentlicht, blau ist geplant und grau sind Entwürfe. Natürlich kannst du auch weitere Ansichten wählen, wie eine Tagesansicht oder eine Monatsansicht für den Redaktionskalender. Zudem kannst du innerhalb des Kalenders nach bestimmten Kanälen, Personen oder Tags filtern. Links siehst du das Content Planner Menü. Direkt unter dem Kalender findest du den Publisher. Du kannst neuen Content entweder hier erstellen oder wenn du auf das Plus-Symbol an einem bestimmten Tag klickst oder auch auf Plus-Content in der Kalenderansicht. Nun wählst du, für welche Kanäle du Content erstellen möchtest. Und ja, du kannst mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen. Das ist besonders praktisch, wenn du den gleichen Content auf mehreren Plattformen teilen möchtest. Gleich siehst du warum. Sobald du die gewünschten Kanäle gewählt hast, geht es auch schon los mit der Erstellung. Der nächste Schritt ist ziemlich intuitiv. Du kannst Text, Bilder, Videos, Emojis oder auch Links hinzufügen. Besonders interessant ist hier auch unser Bildeditor, der später nochmal wichtig wird. Je nach Plattform stehen dir zudem weitere Optionen zur Verfügung, wie Werbeanzeigen, Zielgruppe oder auch ersten Kommentar im Beitrag hinzufügen. Natürlich haben wir innerhalb der Content-Erstellung auch ein paar praktische Helfer für dich eingebaut. Falls dir zum Beispiel mal kein Text für deinen Post einfällt, kannst du hier auf AI Magic klicken. Mit diesem Enterprise-Feature nutzt du AI, um Inspirationen zu finden. Anschließend kannst du die AI-Texte natürlich noch entsprechend anpassen oder auch einfach so übernehmen. Wenn du im Team arbeitest, stehen dir gleich zwei praktische Bereiche zur Verfügung: Zusammenarbeit und Post-Historie. Im Reiter Zusammenarbeit kannst du den Post entweder zuweisen oder gezielt jemanden aus dem Team anschreiben, um beispielsweise um Feedback zu bitten. Arbeiten zwei Personen aktiv am Beitrag und führen beide Änderungen an ihm durch, kannst du mit der Post-Historie ganz einfach zwischen früheren Versionen wechseln. Schau dir gerne unser Video dazu an. Besonders spannend ist der Freigabeprozess im Content Planner. Wir wissen ja, zwei Paar Augen sehen mehr als eins. Daher ist es hilfreich, wenn jemand nochmal über die geplanten Beiträge schaut, um grammatikalische oder inhaltliche Fehler auszuschließen. Im Social Hub kannst du Beiträge entweder innerhalb der Software zur Freigabe schicken oder auch an Dritte über die E-Mail-Freigabe. Wie die Freigabeprozesse genau funktionieren, erfährst du im Video, das oben verlinkt ist. Ich hatte ja angekündigt, dass du Beiträge sehr easy auf mehreren Plattformen gleichzeitig teilen kannst. Und das geht so. Sobald du fertig mit dem Beitrag bist, gehst du oben im Dropdown-Menü auf diesen Inhalt für alle Posts übernehmen. Dann kannst du noch entscheiden, welche Elemente genau übernommen werden sollen. Und zack, alle weiteren Kanäle haben nun die gleichen Inhalte. Und jetzt kommt nochmal unser Bildeditor ins Spiel, falls du keine speziellen Fotos für jede Plattform hast. Denn innerhalb des Bildeditors findet sich das sehr praktische Zuschneide-Feature. Hier kannst du dein Foto mit einem Klick entsprechend der Plattformvorgaben zuschneiden. Dieser Schritt kommt immer zuletzt, damit du in jedem Post mit der Originalgröße des Bildes als Basis arbeitest. Und jetzt kannst du die Beiträge direkt posten, vorplanen oder eben zur Freigabe schicken. Und falls du dich fragst, wo die Posts zur Freigabe landen, das ist genau hier. Unter Content findest du auch deine Entwürfe, geplanten Beiträge und mehr. Unter Wichtig fallen alle Beiträge, die zum Beispiel kurz vor der Veröffentlichung stehen, aber noch nicht freigegeben sind, sowie Beiträge, die aus irgendeinem Grund nicht veröffentlicht werden konnten. Der Content Planner kann aber noch mehr. Zum Beispiel kannst du dir Ereignisse setzen, um wichtige Stichtage oder Kampagnen immer im Blick zu haben. Besonders spannend sind auch die Content Tags. Diese dienen aber nicht nur dazu, deine Beiträge thematisch zu kategorisieren. Tatsächlich kannst du damit Kampagnen oder bestimmte Themen analysieren und somit deine Auswertungen noch genauer gestalten. Mehr dazu erfährst du in unserem Video zum Kampagnenmanagement im Social Hub. Übrigens, mit Hilfe von Inbox-Kategorien kannst du deinen Community-Management-Kollegen unter die Arme greifen. Denn wenn die Inbox-Kategorie schon bei der Erstellung vergeben wird, erhalten alle Kommentare, die zu diesem Beitrag in die Inbox eingehen, bereits automatisch den richtigen Tag. Zuletzt möchte ich noch auf die Medienbibliothek verweisen, denn obwohl sie ein eigener Menüpunkt ist, gehört sie doch zum Content Planner. Im Enterprise-Paket hast du so die Option, all deine Creatives direkt in der Software zu sammeln, sodass jeder Social Hub-Nutzer Zugriff hat. Natürlich kannst du die Medienbibliothek auch mit verschiedenen Ordnern nach deinen Bedürfnissen sortieren. Unser Content Planner ist dazu da, dir eine Menge Zeit bei der Content-Erstellung zu sparen. Wenn du mehr über die einzelnen Features erfahren möchtest, schau dir unbedingt unsere Playlist zum Content Planner auf YouTube an. Oder melde dich bei deinem Social Hub Ansprechpartner. Viel Spaß bei der Content Creation!